diesem und dem nächsten Video werde ich dir einige der Kernkonzepte näher erläutern, speziell mit Hinblick darauf, wie der Datenfluss zwischen der Storefront und Markierer funktioniert und wie die Storefront überhaupt weiß, was sie darstellen soll. Denn du musst wissen, initial, wenn ich eine URL in der Storefront aufrufe, weiß sie noch gar nicht, ist das eine Landingpage, eine Listenseite, eine Detailseite oder was auch immer. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir zeigen. Zuvor aber ein kleiner Disclaimer, und zwar auch hier wieder ein Hinweis auf unsere Dokumentation. Dort kannst du unter dem Bereich Core Concepts auch das finden, was ich in diesem und dem nächsten Video erklären werde. Den Link findest du ebenfalls wieder unterhalb des Videos. Also hier auch gerne nochmal zum Nachlesen, was hier passiert. So, jetzt lass uns aber direkt starten. Ich gehe nochmal kurz in meine Storefront zurück in den Browser. Ich sehe hier, ich habe die Startseite aufgerufen. Das ist ja gleichbedeutend mit der /URL. Um dir zu zeigen, was passiert, gehe ich einmal in mein PHP Storm und gehe hier im Ordner Server in die index.js. Diese Datei ist gewissermaßen der Einstiegspunkt, der definiert, was mit URLs passiert. Quasi eine Art Routendefinition, die wir hier vornehmen. Und hier ist eine ganze Menge, ist für uns jetzt initial aber gar nicht weiter interessant oder relevant. Für uns wichtig ist eine ganz bestimmte Zeile, und zwar von 104 bis 109. Denn das ist quasi die Stelle, die alle Routen abfängt, die jetzt nicht zuvor abgefangen wurden, weil wir vielleicht konkrete Routen definiert haben, Get- oder Post-Routen, die für bestimmte API-Requests notwendig sind oder bestimmte Seiten innerhalb der Storefront, die wir einfach brauchen. Ist aber jetzt nicht weiter relevant. Für uns ist entscheidend, wir landen jetzt mit der /URL hier in diesem Server.get. Und was hier passiert, ist folgendes. Hier wird beim Aufruf einer URL, die hier gecatcht wird, immer zunächst die Datei Frontend Entry gerendert oder returned sozusagen. Diese Datei findest du im Ordner Pages und dann der Benennung hier folgend Frontend und dann Entry. Wir finden so eine Datei entry.js. Diese Datei öffne ich einmal. Und hier kann ich dir jetzt genau erklären, was eigentlich passiert. Das ist sozusagen, diese Datei ist wirklich der Einstiegspunkt, wo wir mit dem Rendering eigentlich beginnen, beziehungsweise mit der ganzen Logik, was eigentlich passieren soll. Und auch das, in dem Moment, wo ich die Seite aufrufe, findet alles serverseitig statt. Wir sind also noch nicht im Client, wir sind immer noch auf dem Server. Und hier muss demnach initial erstmal ermittelt werden, was passieren soll. Bevor ich also den Code an den Client shippe, muss ich erstmal wissen, was soll ich denn überhaupt dem Client geben. Und dazu gibt es hier in Zeile 38 bis 40 einen ganz entscheidenden Bereich. Das ist dieser Bereich, wo wir sozusagen die Page-Data fetchen. Das ist ja ein Fetch-Request, der noch serverseitig ausgeführt wird. Der geht ans Markierer. Und einfach gesprochen passiert dort Folgendes. Ich mache einen Fetch-Request an Markierer, übergebe die Information zu dem Request damit rein. Und im Grunde passiert Folgendes. Die Storefront fragt bei Markierer an und sagt, hey Markierer, hast du bei dir in deiner Datenbank irgendein Dokument mit der URL /? Es muss wirklich die URL /, es muss exakt diese URL sein, ja oder nein. Wenn das der Fall ist, und in unserem Fall ist es so, bekommen wir eine Antwort, eine 200, und wir bekommen Daten dazu. Das sind die sogenannten Page-Data. Das ist das, was wir als Antwort bekommen. Und wie der Name sagt, sind das die Daten zu dieser Page, zu dem Dokument. Also das, was Markierer an Daten zu der Startseite hat, werden uns in der Antwort gegeben. Sollte kein Dokument vorliegen, sollte ich in meinem Markierer noch keine Startseite angelegt haben, also kein Dokument haben mit der URL /, dann bekomme ich ein 404 und werde in der Storefront einen Fehler angezeigt bekommen. Jetzt wissen wir aber, wir haben eine Antwort bekommen, das sind die Page-Data und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Um zu sehen, was damit passiert, scrolle ich ein bisschen runter und schaue mal nach, was in der Render-Methode passiert. Hier sind diese 3 Zeilen auch sehr wichtig wieder. Das erste ist, gut, ich hole mir die Page-Data aus den Props, das ist jetzt nicht besonders. Und in den Page-Data siehst du, aus den Page-Data holen wir uns einen Type. Der ist jetzt ganz entscheidend, weil der Type ist sozusagen das, was uns in der Storefront sagt, um was für einen Typen von Seite handelt es sich. Ist es eine Landingpage, eine Listenseite, Hersteller oder auch Detailseite zum Beispiel. Genauer genommen ist es nur der Type des Dokuments und wir müssen jetzt entscheiden, was machen wir mit diesem Dokument. Du siehst hier weisen wir einer Page-Component-Variable das zu, was wir aus Page-Components mit dem Key aus dem Type bekommen. Ich schaue mal in die Datei rein oder in diese Variable rein. Die ist hier oben in Zeile 24 innerhalb der Entry.js und du siehst, hier gibt es gewissermaßen ein Mapping. Der Key, der hier links definiert ist, das mappt auf den Type, den wir reingeben und rechts der Value ist die React-Komponente, die wir dann quasi rendern möchten. Heißt für uns, in diesem Fall ist es so, dass der Page-Type Page ist und deshalb entspricht das sozusagen der Landing-Page-Komponente. Ja. Ich zeige das nochmal hier etwas anders. Genau, wir haben also Page Components. Als Key gebe ich den Type rein. Das ist dann übersetzt der Type Page. Das returnt uns quasi aus diesem Objekt
Landingpage und wir weisen die Referenz auf die Landingpage-Komponente der Variable Page Component zu. Nochmal zu sehen, wir geben hier quasi nur eine Referenz. Wir haben noch keine gerenderte Komponente, das ist immer nur eine Referenz auf eine Komponente, die wir zurückgeben, weisen das der Page Component zu und dadurch, dass das jetzt eine Referenz auf eine Komponente ist, können wir das hier in Zeile 110 wie eine Rect-Komponente aufrufen. Und das ist sozusagen die Steuerung ganz initial, die entscheidet, was für einen Page-Type möchte ich überhaupt erstmal abbilden, welche Komponente möchte ich haben. Du siehst auch hier, wir haben verschiedene Komponenten. Wir haben eine Komponente für eine Landing-Page, für eine Bundle-Page, für eine Listing-Page und eine Detail-Page. So können wir das sehr gut steuern und aufteilen und dann sozusagen anhand der URL und anhand des Page-Types entscheiden, was tun wir damit. Um auch ein paar andere Beispiele zu nennen oder zu zeigen, wenn ich jetzt mal in das Storefront mich ein wenig bewege und zum Beispiel auf Wakeboarding klicke, geht also ein Request an Makaira raus. Dieser Request wird beantwortet, dass zu Wakeboarding ein Dokument existiert und der Type dieses Dokuments wird dann in dem Fall Category sein und dadurch wissen wir müssen eine Listing-Page rendern. Klicke ich jetzt auf eine Produktkachel, dann wird zu genau dieser URL, also es muss wirklich exakt diese URL sein, ein Dokument gefunden, das wird returned und der Typ dieses Dokuments ist Makaira Product Group und dadurch wissen wir müssen eine Detailseite rendern. Wenn du mit diesem ganzen Thema Makaira, Dokumente, Datentypen oder Page-Types, eher gesagt, noch nicht so vertraut bist, empfehle ich dir auf jeden Fall, schau dir mal in dem Makaira-Account den Data Inspector an, suche mal nach einer Kategorie oder nach einem Produkt, klicke auf das Dokument und scroll mal da durch, dann wirst du sehen, dort gibt es ganz viele Informationen, unter anderem einen Data-Type oder Page-Type, der dir dann sagt, was für ein Typ Dokument das ist an der Stelle. Okay, wir haben also gelernt, wie wir ermitteln können, um welchen Seitentypen es sich handelt und wie die Storefront ermitteln kann, was sie denn genau rendern soll. Im nächsten Video werde ich dir nochmal genauer erklären, was denn konkret passiert in dem Moment, wo wir eine Seite rendern, speziell mit Hinblick darauf, was passiert eigentlich mit diesem ganzen Content, wo kommt der Content überhaupt her, woher weiß die Storefront, dass sie jetzt auf dieser Landingpage diesen Content abbilden soll und auf einer anderen Landingpage vielleicht anderen Content. In dem Sinne, bleibt dran, wir sehen uns im nächsten Video.